Hi, ich heiße Christoph Golder, ich komme aus Ilsfeld bei Heilbronn, das liegt in Württemberg und leite dort mit meinen Eltern zusammen ein 22 Hektar großes Familienweingut. Und heute darf ich euch ein bisschen was zum Biegen zeigen. Welche Ausrüstung braucht man zum Biegen? Natürlich die klassische Rebschere, die hat der Wenger da eigentlich immer dabei. Und dann gibt es verschiedenes Bindematerial. Wir selber arbeiten mit einem Beli-Binder, das ist eine Zange, die hat einen ganz dünnen Draht. Der wird auf solchen Spulen aufgewickelt. Und dann gehe ich im Endeffekt, oder damit kann ich halt relativ schnell binden. Das heißt, ich mache einmal die Zange zu und schon habe ich eine Bindung. Es gibt es auch mit Akku, mit Plastik oder mit Kunststoff, Drähtle und so weiter und so fort. Wir haben uns für die Biegezangen von Beli entschieden, weil das einfach ein relativ gutes System ist. Die funktionieren sehr gut, sind zwar nicht ganz billig in der Anschaffung, aber wir sind damit sehr, sehr flott. Und der Draht ist auch relativ günstig, der Nachfülldraht. Genau, was wahrscheinlich das weit verbreiteste ist, sind diese mit Bast umwickelten Drähtle, die man dann einfach nimmt und verzwirbelt. Und die sind so dünn gestaltet, dass sie quasi innerhalb eines Jahres so verrosten, dass man sie dann mehr oder weniger beim Ausheben im nächsten Jahr, da reißen die dann meistens. Genau, dann natürlich, wenn es nötig ist, Handschuhe. Ich arbeite beim Biegen eigentlich ganz gern ohne Handschuhe, einfach weil ich dann mehr Feingefühl habe, aber das muss jeder selber für sich entscheiden. Zuerst mal stellt sich natürlich die Frage, warum biegen wir Rebholz nach unten? Das hat mit der Apikaldominanz zu tun, das heißt, die Rebe ist eine Lianenpflanze, die möchte immer nach oben wachsen und versorgt dementsprechend auch die Augen oder die Triebe, die ganz oben wachsen, auch am besten. Wir wollen da die Rebe ein bisschen austricksen, indem wir alle Triebe mehr oder weniger auf die gleiche Höhe bringen oder auf jeden Fall den obersten Trieb runterbiegen. Das heißt, wir nehmen das Holz, machen hier so einen kleinen Knick, dass sich auch der Saft ein bisschen staut und biegen den dann hier entlang dem Biegdraht. Jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Formen, das Fruchtholz zu biegen. Wir hier haben uns für einen Flachbogen entschieden, das heißt, die Rute wird um einen Biegdraht rumgewickelt, damit sie fest am Draht sitzt und nicht so sehr rumwackelt. Wird dann einmal hier fixiert. Und dadurch habe ich einfach den Vorteil, dass meine Traubenzone schön auf einer Höhe ist, dass ich einen, ich sag mal, gemäßigten Ertrag zwischen 70 und 100 Kilo bekomme, je nach Sorte. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einen Pendelbogen oder einen Halbbogen anzuschneiden und zu biegen. Da würde ich quasi die Rute nehmen und einmal hier runter, das wäre dann der Halbbogen. Und der Pendelbogen, da hätte ich dann einen deutlich größeren Biegdrahtabstand. Der sieht dann im Endeffekt so aus, dass ich ihn einmal oben hier rumführe und dann relativ senkrecht nach unten führe. Von der anderen Seite kommt beim Pendelbogen dann oftmals auch noch einer. Das heißt, hier habe ich einfach eine deutlich höhere, eine weiter verteilte Traubenzone, deutlich mehr Triebe auf dem Quadratmeter und dadurch natürlich auch einen deutlich höheren Ertrag. Dazwischen gibt es noch ganz viele, ich sage immer, Grautöne zwischen Flach-, Halb- und Pendelbogen. Aber das sind so die drei gängigsten, wovon der Pendelbogen den höchsten Ertrag hat und der Flachbogen den geringsten. Wann ist der beste Zeitpunkt, um zu biegen? Also generell richtet man sich bei dem Zeitpunkt zum Biegen natürlich schon ein bisschen auch nach dem Rebschnitt, wie gut man durchkommt. Der Rebschnitt muss fertig sein, wenn man mit dem Biegen anfangen will. Und man sollte auf jeden Fall gebogen haben, bevor die Triebe austreiben. Einfach weil sonst die Verletzungsgefahr für die neu ausgetriebenen Triebe doch sehr hoch ist und der eine oder andere abbricht beim Biegen. Vielleicht noch kurz zu den Besonderheiten. Hat auch ein bisschen was mit dem Zeitpunkt zu tun. Und zwar gibt es einfach verschiedene Sorten, die sehr leicht brechen oder die leichter brechen am Zielholz. Und das wären zum Beispiel der Kerner oder der Lemberger. Und da sollte man schauen, dass es möglichst feuchtes Wetter ist. Das heißt, wir gehen immer, wenn es regnet, raus zum Lemberger biegen oder zum Kerner biegen. Das macht zwar wenig Spaß, aber
für das Holz ist es einfach geschickter, weil es dann nass ist, weil es dann deutlich fügsamer ist, sage ich mal, oder biegsamer im wahrsten Sinne des Wortes und nicht so leicht bricht.